Noch vor wenigen Jahren waren sie unantastbar. Toyotas legendäre LKWs wurden von den Händlern förmlich verschlungen, oft mit Wartelisten und Bieterschlachten. Aber jetzt sammeln sie Staub an, von einst gehypten Offroad-Bestien bis hin zu Hightech-Hybriden, die niemand zu wollen scheint. Einige von Toyotas größten Namen verwandeln sich im Stillen in seine größten Verbindlichkeiten. Die Händler sind in heller Aufregung, sie senken die Preise, bieten wilde Anreize und versuchen alles, außer sie zu verschenken. Was ist schiefgelaufen? Warum jetzt? Und welche dieser kultigen Modelle werden zu Geistern im Ausstellungsraum? Die Antworten könnten Sie überraschen. Und wenn sie auf dem Markt sind, könnte dies Ihre Chance sein, das Geschäft des Jahrzehnts zu machen. Toyota Tundra SR. Er sollte Toyotas Held unter den Arbeitern sein. Ein knallhartes, grundsolides Arbeitstier für Bauunternehmer, Fuhrparkleiter und LKW-Neulinge. Stattdessen ist der Tundra SR zum größten Kopfschüttler der Marke im Jahr 2025 geworden. Einst für seine kugelsichere Zuverlässigkeit und seinen hohen Wiederverkaufswert gelobt, findet sich Toyotas Einstiegsmodell Tundra nun als Staubfänger bei Händlern im ganzen Land wieder. Weil sich die Spielregeln geändert haben. Und der Tundra SR hat das nicht mitbekommen. Die heutigen Lkw-Käufer geben sich nicht mehr zufrieden. Sie wollen einen Mehrwert, nicht nur eine Marke. Und die SR-Ausstattung kann das nicht leisten. Schauen wir uns das mal an. Das Basismodell des Tundra SR wird von einem 3,4 Liter Twin-Turbo V6 angetrieben, der mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt ist. Auf dem Papier klingt er anständig. In der Praxis fehlt ihm die Kraft und Einfachheit des legendären 5,7 Liter V8, von dem Toyota-Fans der alten Schule immer noch träumen. Allein diese Veränderung hat viele treue Toyota-Fans dazu veranlasst, sich nach konkurrierenden Trucks wie dem Ford F150 oder dem Chevy Silverado umzuschauen, deren Basismodelle immer noch Muskeln, Fähigkeiten und bewährte Langlebigkeit bieten. Der Innenraum ist ein Rückschritt, und das nicht auf eine gute Art. Stoffsitze, Hard Plastic überall, ein 8 Zoll Touchscreen, der hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Kein Start per Knopfdruck, kein digitales Kombi-Instrument. Sogar die grundlegenden Komfortmerkmale fühlen sich beschnitten an. Und das alles zu einem Einstiegspreis von rund $45.000. Die Käufer sagen nein danke. Dann ist da noch die Anhängelast. Toyota behauptet zwar, dass der SR bis zu 8.300 Pfund ziehen kann. Aber in der Praxis bleibt die Leistung oft hinter dem Hype zurück. In der Zwischenzeit bieten Ford, Ram und GM bessere Werte mit weniger Kompromissen an, selbst bei ihren Einstiegsmodellen. Und für Handwerker, die für ihren Lebensunterhalt schleppen, ist das ein entscheidender Faktor. Die Ergebnisse sind nicht zu übersehen. Bei einigen Händlern steht der Tundra SR über 100 Tage lang, bevor er verkauft wird. Vergleichen Sie das mit nur 30-40 Tagen für Ausstattungen wie TRD Offroad oder Limited. Und Sie haben ein ernstes Problem. Die Händler bieten unerhörte Anreize, $5.000 Preisnachlass, langfristige 0% APR-Angebote und Tiefstpreise bei Leasingverträgen, nur um die Fahrzeuge vom Parkplatz zu bekommen. Selbst Flottenkunden, einst Toyotas Geheimwaffe, überdenken ihre Bestellungen. Steigende Kosten, fehlende Ausstattungsmerkmale und anhaltende Zweifel an der Langlebigkeit haben einige gewerbliche Betreiber dazu veranlasst, sich für die XL-Ausstattungen von Ford oder sogar für Elektroautos zu entscheiden, die für staatliche Anreize in Frage kommen. Das Fazit: Der Tundra SR kann sich in einer Welt, in der die Wettbewerber ihre Basisfahrzeuge mit mehr Technik, mehr Leistung und mehr Wert ausstatten, nicht mehr behaupten. Zuverlässigkeit allein ist im Jahr 2025 nicht mehr genug. Die Käufer von heute sind schlauer, gewiefter und mit mehr Informationen ausgestattet als je zuvor. Sie betreten die Autohäuser mit auswendig gelernten YouTube-Beiträgen und technischen Datenblättern in der Hand und wissen genau, womit sie sich nicht zufrieden geben wollen. Und zunehmend sind sie nicht mehr bereit, sich mit dem Toyota Tundra SR zufrieden zu geben. Aber wenn Sie glauben, dass dieses Basismodell in Schwierigkeiten ist, dann warten Sie, bis Sie sehen, was mit Toyotas teuerstem Truck passiert. Abonnieren Sie jetzt. Wir fangen gerade erst an. Toyota Tundra Capstone. Er wurde als das Topmodell der Tundra-Reihe eingeführt, ein Full-Size Pickup, der mit den luxuriösesten Trucks der Branche konkurrieren sollte. Toyota erwartete, dass er direkt mit dem Ford F150 Platinum, dem Ram 1500 Limited und sogar dem Chevrolet Silverado High Country konkurrieren würde. Doch statt aus den Ausstellungsräumen zu fliegen,
steht der Tundra Capstone länger auf den Händlerparkplätzen, als Toyota erwartet hat. Trotz seiner gehobenen Ausstattung und seines auffälligen neuen Designs hat er Mühe, Käufer zu finden, die bereit sind, den hohen Preis zu zahlen. Das Problem beginnt bei den Kosten. Ein gut ausgestatteter Toyota Tundra Capstone kann mehr als $70.000 kosten und liegt damit im gleichen Preisbereich wie Luxus-Lkw, die eine stärkere emotionale und markenbezogene Anziehungskraft ausüben. Die Platinum-Ausstattung von Ford hat sich im Laufe der Jahrzehnte einen guten Ruf erworben und der Ram Limited bietet unübertroffenen Innenraumkomfort mit Echtholzakzenten und hochwertiger Lederausstattung. Toyota hingegen verlangt von seinen Käufern einen ähnlichen Preis für einen Lkw, der zwar kompetent ist, aber nicht das Markenprestige seiner amerikanischen Konkurrenten hat. In einem Segment, in dem Markentreue groß geschrieben wird, ist Prestige wichtiger denn je. Der Wechsel des Antriebsstrangs hat die Sache nur noch schlimmer gemacht. Der 8-Zylinder-Saugmotor, der ältere Generationen des Toyota Tundra auszeichnete, ist nicht mehr vorhanden. An seine Stelle tritt ein 6-Zylinder-Motor mit Doppelturbo-Aufladung, der zwar auf dem Papier bessere Verbrauchs- und Anhängelastwerte bietet, aber bei den traditionellen Lkw-Käufern kein Vertrauen erweckt. Viele Lkw-Kunden setzen einen 8-Zylinder-Saugmotor immer noch mit Stärke, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gleich. Toyotas Entscheidung, ihn durch einen Motor mit Turbolader zu ersetzen, wird von vielen als Risiko angesehen. Der Motor ist zwar technisch fortschrittlich, aber in ersten Berichten von Käufern und Rezensenten wurde auf ein inkonsistentes Ansprechverhalten, ein unvorhersehbares Turboloch und eine wenig befriedigende Auspuffnote hingewiesen. Diese Details mögen unbedeutend erscheinen, aber für die Käufer von Full-Size-Trucks, insbesondere für diejenigen, die $70.000 oder mehr ausgeben, sind sie von großer Bedeutung. Der Verlust der bewährten 8-Zylinder-Formel hat eine Vertrauenslücke geschaffen. Die Käufer fragen sich, ob dieser neue Antriebsstrang so lange halten wird wie sein Vorgänger. Und dieses Zögern zeigt sich in den Verkaufsberichten. Im Innenraum hat sich Toyota bemüht, den Luxuspreis des Capstone zu rechtfertigen. Gesteppte Ledersitze, Echtholzverkleidungen, Akustikglas und eine exklusive Farbpalette im Innenraum verleihen dem Fahrzeug einen Hauch von Luxus. Die Fahrqualität wurde verbessert und das Infotainment-System gehört zum Besten, was Toyota je angeboten hat. Doch trotz all dieser Verbesserungen bleibt der Capstone in den Augen vieler Verbraucher immer noch hinter seinen Konkurrenten zurück. Insbesondere der Fahrkomfort und die Geräuscharmut im Innenraum können nicht ganz mit dem Ram 1500 Limited mithalten, der nach wie vor die Diskussion um den Innenraum von Großraumlimousinen dominiert. Ein weiterer Knackpunkt ist die mangelnde Abgrenzung zu anderen Tundra-Ausstattungen. Während der Capstone an der Spitze der Hierarchie steht, fällt es Gelegenheitskäufern oft schwer zu erkennen, warum er so viel mehr kostet als ein gut ausgestatteter Toyota Tundra Limited oder Toyota Tundra Platinum. Die Unterschiede im Außendesign sind subtil und die Liste der Ausstattungsmerkmale ist zwar umfangreich, bietet aber kein klares Upgrade-Erlebnis. Dieser Mangel an offensichtlichen Unterscheidungsmerkmalen hat es den Verkaufsteams erschwert, den Käufern das Capstone-Modell schmackhaft zu machen. Vor allem, wenn dieselben Käufer über den Parkplatz gehen und einen ähnlich ausgestatteten Lkw für mehrere $1.000 weniger bekommen könnten. Die Händler haben das bemerkt. Die Stückzahlen des Capstone beginnen sich zu stapeln, vor allem in Regionen, in denen Full-Size-Trucks stark mit einheimischen Wettbewerbern gekreuzt werden. Als Reaktion darauf senken viele Toyota-Händler im Stillen die Preise, bieten hohe Cashback-Prämien, zinsgünstige Finanzierungsangebote und sogar händlerspezifische Treueprogramme an, um den Capstone-Bestand abzusetzen. Diese aggressiven Strategien waren noch vor wenigen Jahren für Toyotas Lkw-Produktpalette undenkbar, die sich allein über Zuverlässigkeit und Wiederverkaufswert verkaufte. Jetzt befindet sich Toyota auf ungewohntem Terrain. Der Capstone sollte die Marke Tundra aufwerten und sie in eine Reihe mit der King Ranch von Ford und dem Limited Longhorn von Ram stellen. Stattdessen zeigt er die Grenzen der Reichweite von Toyotas Lkw-Markt auf. Zuverlässigkeit und Praxistauglichkeit waren schon immer Toyotas Stärken. Aber sie lassen sich nicht automatisch in ein begehrtes High-End-Modell übertragen. Apropos Probleme in der Oberklasse. Toyota hat einen weiteren Lkw, der zwischen zwei Segmenten feststeckt. Und das verwirrt alle. Toyota Sequoia. Dieser Geländewagen galt einst als die erste Wahl für Käufer, die ein zuverlässiges,
großes Sport-Utility-Vehicle suchten, das sowohl für die Familie als auch für Abenteuer im Gelände geeignet war. Doch die neueste Generation des Sequoia hat langjährige Fans und neue Käufer gleichermaßen verwirrt, frustriert und zögerlich zurückgelassen. Anstatt auf dem Erfolg der Vergangenheit aufzubauen, hat Toyota mit dem Sequoia eine neue Richtung eingeschlagen, die möglicherweise genau die Leute verprellt, die ihn ursprünglich populär gemacht haben. Der heutige Toyota Sequoia basiert vollständig auf der Plattform des Toyota Tundra. Und allein diese Änderung hat alles daran gesetzt, wie sich dieser große Geländewagen fährt, wie er sich verhält und wie er die Käufer anspricht. Anstelle eines 8-Zylinder-Saugmotors wie bei älteren Modellen wird der neue Sequoia nun ausschließlich als Benzin-Elektro-Hybrid angeboten. Auf dem Papier sollte dieser Schritt die Kraftstoffeffizienz und die Leistung verbessern. Aber unter realen Bedingungen hat dies zu Problemen geführt, mit denen die treuen Kunden nicht gerechnet haben. Mit einem Preis von fast $80.000 für die höheren Ausstattungsvarianten hat sich der Toyota Sequoia in den Premium-Bereich begeben. Und da beginnen die Probleme erst richtig. Für diesen Preis erwarten die Käufer ein geschmeidiges Fahrverhalten, modernsten Komfort, eine kultivierte Fahrqualität und Innenraummaterialien, die mit den führenden Luxusmarken mithalten können. Leider lässt der Sequoia in all diesen Kategorien zu wünschen übrig. Obwohl der Sequoia das Flaggschiff der Toyota Sport Utility Vehicles ist, fühlen sich die Materialien und das Layout der Kabine eher wie bei einem robusten Pickup an, als bei einem luxuriösen Cruiser. Die Vordersitze sind bequem genug, aber die zweite und vor allem die dritte Reihe sind eng, und das Fehlen einer unabhängigen Hinterradaufhängung bedeutet, dass die Passagiere im Fond jede Unebenheit und Vibration der Straße spüren. Für Familien, die die dritte Sitzreihe benötigen, stellt der Sequoia einen großen Kompromiss dar. Andere Full-Size Sport Utility Vehicles in der gleichen Preisklasse, wie der Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, Lincoln Navigator und Cadillac Escalade. Alle bieten deutlich mehr Komfort für die hinteren Passagiere. Das Fahrverhalten in diesen Fahrzeugen ist sanfter, die Beinfreiheit ist großzügiger und die Technik ist intuitiver. Im Gegensatz dazu fühlt sich der Sequoia durch sein steifes Fahrverhalten und die eingeschränkte Nutzbarkeit der dritten Reihe veraltet an, obwohl er technisch gesehen brandneu ist. Eine weitere Herausforderung ist der Hybridantriebsstrang selbst. Obwohl Toyota weltweit für seine führende Rolle in der Hybridtechnologie bekannt ist, hat der Einsatz eines aufgeladenen 6-Zylinder-Benzin-Elektromotors in einem großen, schweren Sport-Utility-Vehicle wie dem Sequoia für Aufsehen gesorgt. Viele langjährige Toyota-Kunden bevorzugen immer noch die Einfachheit und bewährte Haltbarkeit eines 8-Zylinder-Saugmotors. Diese Käufer sind skeptisch, wie das Hybridsystem auf lange Sicht funktionieren wird, insbesondere bei schweren Lasten oder unter Zugbedingungen. Es ist erwähnenswert, dass ein Vollhybridsystem mehr Komplexität und Kosten mit sich bringt. Und für viele praktisch orientierte Verbraucher ist das eher ein rotes Tuch als ein Verkaufsargument. Und dann ist da noch die Konkurrenz. Der Toyota Sequoia konkurriert jetzt preislich mit Fahrzeugen, die weitaus mehr Markenprestige bieten. Für fast $80.000 können Käufer in einen Lincoln Navigator oder einen Cadillac Escalade einsteigen, die beide unübertroffenen Luxus, sanftere Fahrten und einen höheren Wiederverkaufswert bieten. Selbst innerhalb der Toyota-Familie. Käufer sind unter einem zweiten Blick auf den Toyota Highlander oder der Toyota Grand Highlander, die besser geeignet für den täglichen Gebrauch, Family Comfort und Kraftstoffverbrauch, die alle zu deutlich niedrigeren Preisen. Die aktuellen Marktbedingungen machen die Sache nur noch schlimmer, angesichts der hohen Zinssätze und der Inflation, die die Haushaltsbudgets belasten, sind immer weniger Käufer bereit, in die Preisklasse von $70.000 bis $80.000 zu gehen. Das hat zu steigenden Lagerbeständen bei Toyota-Händlern im ganzen Land geführt. Die Sequoias stapeln sich auf den Grundstücken und einige stehen seit Monaten ohne ernsthaftes Kaufinteresse. Dennoch werfen diese Rabatte eine weitere Frage auf. Wenn der Sequoia zu diesem Preis wirklich wettbewerbsfähig wäre, bräuchte er dann so viele Anreize, um Einheiten zu verkaufen? Für viele Käufer lautet die Antwort nein. Die umfangreichen Werbemaßnahmen sind ein klares Zeichen dafür, dass die Händler Schwierigkeiten haben, ihre Lagerbestände zu räumen. Und sie könnten auch darauf hindeuten, dass der Sequoia von Anfang an falsch bepreist und falsch positioniert war. Aber nicht bei allen Toyota-Lkw geht es um Leistung und Größe. Ein kleineres Modell löst bei den Händlern aus einem ganz anderen Grund Panik aus. Toyota Hilux.
Man kennt ihn von den Dünen der Sahara bis zu den Klippen Patagoniens. Der Toyota Hilux, ein Name, der von Abenteurern, Landwirten, Geländewagenfahrern und allen, die jemals ein Fahrzeug brauchten, das sich einfach weigert, aufzugeben, respektvoll geflüstert wird. Der Hilux ist knallhart und zuverlässig wie der Sonnenaufgang und hat sich auf Schlachtfeldern und Straßen gleichermaßen bewährt. Er hat Gletscher erklommen, Dschungel erobert und ist mit Bedingungen fertig geworden, die andere Trucks in den Schatten stellen würden. In weiten Teilen der Welt ist er nicht nur ein Pickup, sondern eine Legende. Aber jetzt kommt der Clou. In den Vereinigten Staaten, einem Land, in dem Trucks praktisch eine nationale Identität darstellen, ist der Hilux nirgends zu finden. Toyota sagt, es sei kompliziert, regulatorische Unterschiede. Abgasnormen und die Produktionslogistik haben dazu geführt, dass er nicht zum Einsatz kommt. Stattdessen erhalten amerikanische Käufer den Tacoma und den Tundra, die beide mit Vorlieben entwickelt und in Mexiko bzw. Texas montiert wurden. Offiziell argumentiert Toyota, der Hilux würde sich mit dem Tacoma überschneiden und die Verkäufe kannibalisieren. Aber in letzter Zeit hält sich diese Logik nicht mehr so gut. Hier ist das Problem. Der neue Tacoma ist nicht mehr der einfache, preisgünstige Arbeitstruck, der er einmal war. Die Preise schießen in die Höhe, die Optionen stapeln sich. Selbst die Basismodelle sind knapp. Und mit den Aufschlägen der Händler erreichen einige Tacomas den Preis eines ausgewachsenen Fahrzeugs. Für viele Käufer ist der Tacoma seinen Wurzeln entwachsen und hinterlässt eine Lücke. Genau hier sollte der Hilux ansetzen. Auf der ganzen Welt ist er immer noch das schnörkellose Nutzfahrzeug. Keine Ledersitze, keine riesigen Bildschirme, nur ein stabiler Rahmen. Ein kugelsicherer Antriebsstrang und eine Kabine, die Schlamm, Staub und Regen gelassen entgegensieht. Das ist genau das, was viele Gewerbetreibende, Geländewagenfahrer und ländliche Käufer in den USA suchen. Suchen und zunehmend nicht finden. Und jetzt ist das Timing wichtiger denn je. Die amerikanischen Lkw-Käufer verändern sich. Der Aufstieg von kompakten und mittelgroßen Pickups wie dem Ford Maverick und dem Hyundai Santa Cruz zeigt, dass es einen Hunger nach leistungsfähigen, erschwinglichen und kraftstoffsparenden Trucks gibt, die keine Doppelgarage oder einen zweiten Gehaltscheck erfordern. Der Markt ist weit offen. Natürlich stellen die Fans die gleiche Frage. Warum wird der Hilux nicht einfach nach Europa gebracht? Toyota baut ihn bereits in Thailand, Südafrika und Argentinien. Die Lieferkette ist vorhanden. Die Fabriken sind vorhanden. Die Technik ist kampferprobt. Der LKW ist echt, bewährt, geliebt. Toyota muss ihn nur noch für die USA optimieren. Vorschriften anzupassen. Was Toyota bereits bei anderen globalen Modellen getan hat. Und doch nichts. Keine Bestätigung. Kein Zeitplan. Nur Schweigen. Diese Stille beginnt auch in den Ausstellungsräumen wiederzuhallen. Die Kunden gehen weg. Die Händler sind frustriert. Einige eingefleischte Fans zahlen sogar Importgebühren und machen die rechtliche Gymnastik, um Hilux-Trucks vom Graumarkt selbst einzuführen. Weil sie wissen, was sie wollen, und Toyota es ihnen nicht gibt. Jeder Monat, den Toyota wartet, ist eine weitere verpasste Gelegenheit. Der Hilux ist nicht nur ein Fahrzeug, er ist ein Statement, ein Versprechen von Einfachheit, Stärke und Vertrauen. Indem Toyota ihn von den amerikanischen Straßen fernhält, sendet das Unternehmen eine andere Botschaft aus. Nämlich, wir denken, dass ihr das hier haben wollt, anstatt darauf zu hören, was die Käufer wirklich wollen. Schlimmer noch, da die Preise für den Tacoma und Tundra klettern höher. Das Fehlen eines echten Wert-LKW in Toyotas Produktpalette immer deutlicher. Der Hilux gehört hierher, das hat er immer. Und wenn Toyota sich weiterhin zurückhält, wird jemand anderes die Lücke füllen. Oder die Lücke wird sich in einen Loyalitätsverlust verwandeln, der nur schwer zurückzugewinnen ist. Ironischerweise während Toyota einen zukünftigen Kompakt-LKW für die Sie haben die Antwort bereits, sie steht nur in der Garage eines anderen Herstellers, Tausende von Meilen entfernt. Und während die Amerikaner warten, dreht sich die Geschichte um einen anderen Toyota-LKW, der es hierher geschafft hat und der bereits einen steinigen Start hingelegt hat. Bleiben Sie dran. Toyota Stout. Als im Jahr 2022 die ersten Gerüchte aufkamen, wuchs das Interesse fast über Nacht. Enthusiasten, preisbewusste Fahrer und Toyota-Liebhaber hofften gleichermaßen, dass das Unternehmen endlich einen kompakten LKW auf den Markt bringen würde, der die Magie der Einfachheit und des Nutzens in ein modernes, stadtfreundliches Paket packen würde.
Die Aufregung war groß und die Erwartungen waren hochgesteckt. Doch seit dieser ersten Aufregung sind fast 3 Jahre vergangen. Und Toyota hat noch nichts Konkretes geliefert. Der Name Stout, der einst mit Langlebigkeit und klassischer Toyota-Technik assoziiert wurde, tauchte kurz in den Markenanmeldungen des Unternehmens, in Automobilblogs und in spekulativen Konzeptzeichnungen auf. Einige Experten gingen von einem Hybridantriebsstrang aus. Andere schlugen vor, dass er eine modifizierte Version der Toyota Corolla Cross-Plattform nutzen könnte. Die Möglichkeit einer Unibody-Konstruktion mit Frontantrieb und optionalem Allradantrieb klang nach dem perfekten Konkurrenten für den Ford Maverick, der sein Segment seit seiner Markteinführung dominiert. Doch trotz der anfänglichen Begeisterung blieb der Toyota Stout im Reich der Gerüchte und des Schweigens. Dieser Mangel an Aktualisierungen ist nicht unbemerkt geblieben. Händler, die ursprünglich eifrig für ein potenziell volumenstarkes und kostengünstiges Modell werben und sich darauf vorbereiten wollten, äußern nun ihre Bedenken. In Gesprächen mit Regionalmanagern und Insidern des Automobilhandels wird immer wieder die Meinung geäußert, dass Toyota seinen Zeitpunkt verpasst haben könnte, weil die Marke zu lange gewartet hat. Konnte die Konkurrenz das Segment der kompakten Pickups immer stärker in den Griff bekommen. Vor allem der Ford Maverick hat sich einen treuen Kundenstamm erarbeitet, indem er einen Hybrid-Pickup für unter $30.000 anbietet, der im realen Fahrbetrieb über 40 Meilen pro Gallone schafft. Dieses Preisniveau hat einen neuen Standard gesetzt, an dem sich jeder neue Marktteilnehmer messen lassen muss. Insbesondere eine Marke wie Toyota. Der Hyundai Santa Cruz ist zwar teurer, hat aber auch seine Nische bei einem eher auf Lifestyle ausgerichteten Käufer gefunden, der den Formfaktor eines Lastwagens sucht, ohne den vollen Umfang eines traditionellen Pickups. Zusammengenommen haben diese beiden Modelle bewiesen, dass es auf dem Markt Platz für kleine Lkw gibt, solange sie einen fairen Preis haben, einen guten Kraftstoffverbrauch bieten und die Erwartungen an moderne Technik erfüllen. Aus verbraucherpsychologischer Sicht verursacht die Verzögerung etwas Schlimmeres als Skepsis. Er stößt auf Desinteresse. Käufer, die einst vom Toyota Stout begeistert waren, sind inzwischen weitergezogen. Viele, die bis 2023 und 2024 auf offizielle Details gewartet haben, haben nun andere Fahrzeuge gekauft. Schlimmer noch, das Schweigen hat einige daran zweifeln lassen, ob Toyota dieses Segment überhaupt noch versteht. Der Mangel an Transparenz ist besonders schädlich für das Händlernetz von Toyota. Im Einzelhandel ist Eigendynamik alles. Der anfängliche Hype führt zu Kundenanfragen. Anfragen erzeugen Laufkundschaft. Fußgängerverkehr erhöht das Verkaufspotenzial. Aber ohne ein Modell zu zeigen, ohne bestätigte Spezifikationen, ohne Produktionszeitplan und ohne offizielle Fotos oder Pressemitteilungen haben die Händler nichts, womit sie arbeiten können. Das Ergebnis? Schwindende Vorfreude und wachsende Frustration. Viele Händler befürchten nun, dass der Toyota Stout, wenn er im Jahr 2025 oder später auf den Markt kommt, zu spät auf den Markt kommen könnte, um noch etwas zu bewirken. Es gibt auch Bedenken darüber, wie Toyota den Stout in Bezug auf Antrieb und Preis positionieren wird. Wird es nur einen Benziner geben? Wird es eine Hybrid- oder Plug-in-Hybrid-Variante geben? Wird es den Preis des Ford Maverick unterbieten oder versuchen, sich allein über den Markennamen zu verkaufen? Ohne Antworten auf diese Fragen können die Händler keine Verkaufsstrategien entwickeln. Und die potenziellen Käufer bleiben der Spekulation überlassen. Auf dem modernen Markt, der vor allem durch hohe Zinssätze und knappe Budgets gekennzeichnet ist, reichen Spekulationen nicht aus, um die Nachfrage zu stützen. Auch Toyotas eigene Produktpalette wirkt dem potenziellen Erfolg des Stout entgegen. Der Toyota Tacoma, die verwendet werden, als Einstieg in die Lkw-Besitz, ist jetzt Drängen in den hohen 30.000 und sogar 40.000 Gebiet für die grundlegenden Trims. Für Verbraucher, die etwas Erschwingliches suchen, war die Lücke unter dem Tacoma noch nie so groß wie heute. Genau hier sollte der Stout ansetzen. Ein echter Kleinstwagen oder kompakter Pickup, der um die $25.000 kostet und eine Mischung aus urbaner Fahrbarkeit und ländlicher Robustheit bietet. Aber ein LKW, der hier ist, und zwar ein vollelektrischer, könnte Toyotas bisher riskanteste Wette sein. Toyota Tundra. Das iForce Max-System wurde als Toyotas kühner Schritt in Richtung Hybridisierung größerer Fahrzeuge vorgestellt und versprach eine höhere Kraftstoffeffizienz, moderne Technik und einen saubereren Fußabdruck. Doch was als bahnbrechende Innovation gedacht war,
hat sich schnell zu einem Marketing- und Verkaufsproblem für die Toyota-Händler entwickelt. Das Hybrid-Glücksspiel zahlt sich nicht aus. Und der Beweis steht unverkauft auf den Händlerplätzen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Toyota Tundra iForce Max kombiniert einen 3,4 Liter V6 Benzinmotor mit Doppelturboaufladung mit einem Permanentmagnet-Elektromotor und einem Nickel-Metall-Hydrid-Akkupaket. Das Ergebnis ist eine kombinierte Leistung von 437 PS und ein Drehmoment von 583 Pound-Feet. Auf dem Papier sind diese Zahlen beeindruckend. Der Hybridantriebsstrang übertrifft den alten 5,7 Liter V8-Saugmotor bei der Drehmomentabgabe sogar. Toyota vermarktete diesen Hybrid-LKW als eine intelligentere, stärkere Weiterentwicklung des traditionellen benzinbetriebenen Pickups. Doch in der Praxis war die Resonanz weit weniger enthusiastisch. Bei langjährigen Toyota-LKW-Käufern, vor allem bei denen, die dem bewährten V8 treu geblieben sind, hat die Abkehr von einem Saugmotor Skepsis ausgelöst. Der iForce Max Antriebsstrang bringt mehr Komplexität, mehr elektronische Komponenten und ein unerprobtes langfristiges Zuverlässigkeitsprofil mit sich. Die Einfachheit und Langlebigkeit des V8-Motors der vorherigen Generation waren seine stärksten Verkaufsargumente. Die Besitzer wussten, was sie zu erwarten hatten und vertrauten ihm über Hunderttausende von Kilometern. Dieses Vertrauen hat sich das Hybridsystem noch nicht verdient. Und das führt zu einer gewissen Zurückhaltung auf dem Markt. Ein weiteres Problem, das dem iForce Max zu schaffen macht, ist der Preis. Die Hybrid-Option ist nur für die höheren Ausstattungslinien des Toyota Tundra erhältlich, darunter die Modelle Limited, Platinum, 1794 Edition und Capstone. Diese Versionen beginnen im oberen Bereich von 600 und können mit Optionen leicht auf über 75.000 steigen. Damit steht der iForce Max in direkter Konkurrenz zu High-End-Modellen von Ford, General Motors und Ram. Und während diese Konkurrenten entweder bewährte V8-Antriebsstränge oder Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugoptionen mit mehr Reichweite und Funktionalität anbieten, fühlt sich Toyotas Setup in der Mitte gefangen. Für Käufer, denen der Kraftstoffverbrauch wichtig ist, bietet der iForce Max bescheidene Verbesserungen. Die Environmental Protection Agency schätzt den kombinierten Wert auf etwa 22 Meilen pro Gallone für Modelle mit Heckantrieb und 20 Meilen pro Gallone für Versionen mit Allradantrieb. Diese Werte unterscheiden sich jedoch nicht wesentlich von denen benzinbetriebener Konkurrenten, die deutlich weniger kosten. Und die Einsparungen an der Zapfsäule rechtfertigen oft nicht den viel höheren Kaufpreis des Hybridantriebs, insbesondere in Verbindung mit den heutigen hohen Zinssätzen und inflationsbedingten monatlichen Zahlungen. Ein weiteres Problem, das die Käufer ansprechen, ist die Leistung des iForce Max-Systems in der Praxis. Während sich die anfängliche Beschleunigung und das Drehmoment stark anfühlen, berichten einige Fahrer von einer inkonsistenten Gasannahme, gelegentlicher Verzögerung und unangenehmen Übergängen zwischen Benzin- und Elektroantrieb. Bei einer kompakten Hybridlimousine sind diese Macken vielleicht kein Problem, aber bei einem großen LKW, auf den man sich beim Schleppen, Transportieren und im gewerblichen Einsatz verlässt, spielen sie eine große Rolle. Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit und unkomplizierte Leistung sind für viele Pickup-Käufer nicht verhandelbar. Die Händler haben das bemerkt. Der Verkauf der mit iForce Max ausgestatteten Toyota Tundras verläuft langsamer als erwartet und die Lagerbestände wachsen. Auf vielen Händlerparkplätzen stehen Reihen von unverkauften Hybrid-Tundras, vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Käufer von der Hybridtechnologie weniger begeistert sind. Infolgedessen bietet Toyota jetzt im Stillen größere Anreize für diese Modelle. Im Rahmen regionaler Werbeaktionen werden Sonderfinanzierungsraten, Bonus-Cash-Angebote und Leasingrabatte angeboten. Etwas, das noch vor wenigen Jahren für einen neuen Toyota-LKW undenkbar gewesen wäre. Der iForce Max könnte mit der Zeit noch seine Zielgruppe finden. Vielleicht wird Toyota das System verfeinern, seine Verfügbarkeit erweitern und skeptische Käufer überzeugen. Aber so wie es jetzt aussieht, ist das Hybridspiel kurzfristig nach hinten losgegangen. Die Händler stehen unter dem Druck, ihre Bestände abzubauen. Und Toyotas Vorstoß in Richtung Elektrifizierung ist im Segment der großen Lkw nicht gut angekommen. Für jeden, der jetzt einkauft, bedeutet das nur eines. Wenn Sie den iForce Max in Betracht ziehen, ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt, um zu verhandeln. Und schließlich gibt es einen Stapler, der seit Jahren ein Begriff ist, aber jetzt von neueren,
billigeren Konkurrenten verdrängt wird. Toyota Tacoma TRD Pro. Dieser Pickup hat sich seine Streifen durch jahrelange Leistung in der realen Welt verdient. Robust, zuverlässig und zu allem bereit. Der Toyota. Tacoma TRD Pro war einst die erste Wahl für alle, die einen ernstzunehmenden Geländewagen suchten, ohne dafür den Preis eines großen Trucks zu zahlen. Ob auf den Granitpfaden von Colorado, in den staubigen Wäschen Nevadas oder beim Transport von Werkzeugen auf einer Baustelle, dieser Truck war ein zuverlässiger Begleiter. Aber jetzt? Der Glanz beginnt zu verblassen. Und die Händler spüren das. Das Problem beginnt mit dem Preis. Was einst ein erschwinglicher Krieger für das Gelände war, trägt heute ein Preisschild, das an Unverschämtheit grenzt. Im Jahr 2025 kann ein voll ausgestatteter Toyota Tacoma TRD Pro die $68.000-Marke überschreiten. Je nach Standort, Händlergebühren und optionalen Zusatzausstattungen. Mit diesem Preis konkurriert er direkt mit gut ausgestatteten Full-Size-Trucks wie dem Ford F-150 Lariat, dem Chevy Silverado LTZ oder sogar mit den Basisversionen des Ram 1500 Limited. Und die Käufer beginnen, die offensichtliche Frage zu stellen. Warum sollte man das Geld für einen mittelgroßen LKW ausgeben? Ein Teil des Problems ist die Verschiebung der Prioritäten von Toyota. Der TRD Pro, der einst für seine mechanische Einfachheit und seine robuste Technik gefeiert wurde, hat sich zu etwas weitaus komplizierterem entwickelt. Die heutige Version ist vollgepackt mit Funktionen, nach denen die Traditionalisten unter den Offroad-Fahrern nie gefragt haben. Ledersitze, große Touchscreens, hochwertige Sicherheitsausstattungen und digitale Fahrhilfen mögen den einen oder anderen Käufer anlocken, tragen aber nicht dazu bei, das Fahrverhalten in der Praxis zu verbessern. Manche würden sogar behaupten, dass sie die Leistung beeinträchtigen. Mehr Gewicht, mehr Komplexität, weniger Fokus auf die Leistungsfähigkeit. Sicher, die Toyota-Systeme Crawl Control und Multi-Terrain Select sind auf dem Papier beeindruckend, aber viele Enthusiasten sind der Meinung, dass der LKW seinen Wurzeln nicht mehr gerecht wird und nicht mehr überall hinfahren kann. Früher drehte sich alles um die Erde, jetzt geht es auch um digitalen Schnickschnack. Und nicht jeder ist davon begeistert. Der Motor ist ein weiterer Knackpunkt. Der 3,5 Liter V6-Motor unter der Motorhaube ist seit 2016 unverändert und mit 278 PS und einem Drehmoment von 265 Pfund pro Minute ausreichend. Aber im Jahr 2025 reicht ausreichend nicht mehr aus. Konkurrenten wie der Chevy Colorado ZR2 und der neue Ford Ranger Raptor bieten mehr Leistung. Ein besseres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und modernere Getriebesysteme. Käufer, die Innovationen erwarten, fühlen sich langsam enttäuscht. Die Händler sehen die Auswirkungen aus erster Hand. TRD Pro Modell, die früher innerhalb weniger Tage verkauft wurden, verstauben jetzt. In einigen Regionen bleiben sie monatelang unverkauft. Das hat eine Welle von Anreizen ausgelöst. Rabatt, spezielle APR-Finanzierung, Leasing-Angebote, die noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wären. Auch der Wiederverkaufswert, einst ein Aushängeschild für Tacoma-Besitzer, wird immer geringer. Die Preise für gebrauchte TRD Pros werden langsam gesenkt. Der Wertverlust setzt schneller ein als erwartet. Für langjährige Fans ist das Ergebnis enttäuschend. Einige halten an älteren Modellen fest. Andere wechseln zur Konkurrenz, die mehr Leistung, bessere Fahrqualität und günstigere Preise bietet. Und für neue Käufer, die den Markt betreten, fühlt sich der TRD Pro in der Mitte gefangen. Zu teuer für den Einstiegskäufer. Nicht fortschrittlich genug für den ernsthaften Offroader. Vollgepackt mit Technik. Aber nicht mit der richtigen. Der Tacoma TRD Pro, einst Toyotas goldenes Kind in der Welt der Mittelklasse, kämpft nun um seinen Platz. Die Konkurrenz ist härter als je zuvor. Das Wertversprechen ist schwieriger zu verkaufen. Und die Trucks beginnen sich zu stapeln. Die große Frage ist also die folgende. Haben wir es hier mit einem erstaunlichen Angebot für verhandlungsbereite Käufer zu tun? Oder sind diese hohen Rabatte ein Warnzeichen dafür, dass in Toyotas LKW-Konzept etwas grundlegend falsch läuft? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Wenn Sie auf ehrliche Ansichten und ehrliches Gerede über LKW stehen, klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie diesen Artikel. Wir haben mehr auf dem Weg zu Ihnen.